Meine Damen und Herren, Außenstößer Lately Show in Berlin, das sind die Lately News. Alles andere sind nur Fake News. Fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Es wird für Arbeitgeber immer schwerer, Mitarbeiter zu finden. Von daher muss man als Unternehmen kreativ werden, um für sich zu werben. Vermutlich dachte sich das auch die Bundeswehr und startete ihre auf einer Skala von 1 bis 10 ungefähr bei ach du Scheiße, was für eine bescheuerte Werbekampagne. Und so ließ die Bundeswehr in allen großen Städten, weil man das ja so macht, heute im Zeitalter der Digitalisierung extra Plakate aufhängen mit so freshen und tighten Slogans wie Gas, Wasser, Schießen. Nicht ganz klar war dabei allerdings, wen die Bundeswehr jetzt damit genau ansprechen wollte. Also mehr Typen wie Mario oder Luigi, aber seit wann haben die beiden einen Waffenschein? Ah, na klar, seit dem letzten DLC bei Super Mario Maker 2. Aber ich möchte auch einmal eine Panzerfaustlanze für die Bundeswehr brechen. Auch wenn Gas, Wasser, Schießen ziemlich scheiße klingt, war es immer noch besser als das, was die Konkurrenz so abgeliefert hat. Unvergessen der Slogan Schnarch, Schnarch, Schnarch für ein Praktikum beim ZDF. Oder Hö, Hö, Hö beim bisher nicht sehr bekannten schwedischen Musikstreamingdienst Hören. Bonn. Sehr beliebt sind Armbänder bei Gamern, auf denen meistens steht, dass man doch bitte bei einem Unfall die Browser-History schnellstens löschen sollte. Dass aber jemand geheime Daten auf einem Notebook vergisst, wenn er dieses verkauft, passiert eigentlich eher selten. Aber scheinbar nicht so selten bei der Bundeswehr. Denn wie nun berichtet wurde, hat die Bundeswehr mehrere Notebooks verkauft, auf denen vergessen wurde, streng geheime Dokumente zu löschen. Wie sich zudem herausstellte, waren auf den Geräten teilweise sogar komplette Nutzerprofile. Allerdings passwortgeschützt. Leider war das Passwort einfach nur der Nutzername. Ziemlich clever, da kommt der russische IT-Spezialist sehr selten drauf. Also zumindest in den ersten 5 Minuten. Natürlich versuchte die Bundeswehr diesen Vorfall kleinzureden und meinte, dass es sicherlich nicht ganz so optimal war, aber dass diese Geheimnisse jetzt nicht wirklich für jeden nützlich sind. Denn es handelte sich bei den geheimen Dokumenten um die Bedienungsanleitungen des neuesten Stealth-Fighters der Bundeswehr. Aber dadurch, dass der so mega gut Stealth ist, kann die Bundeswehr den gerade nirgends finden. Gefahr gebannt. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. St. Andrews in Schottland. Viele Jahre lang glaubten wir Menschen, dass nur wir singen können. Aber dieses Monopol ist nun am Schwanken. Denn die Studienleiterin der University of St. Andrews, Amanda Stansbury, hat eine Kegelrobbe präsentiert, die wie ein Mensch singen kann. Amanda Stansbury beschreibt die musikalische Fähigkeit der Robbe als stupend, also als verblüffend. Denn die Kegelrobbe kann nicht nur Laute imitieren, sondern sich gleich ganze Songs merken. Herausgefunden hatte Amanda dies nur durch einen Zufall. Sie hatte sich vortags Bohemian Rhapsody angeschaut und summte immer wieder Songs von Queen, als sie sich um die Kegelrobben kümmerte. Irgendwann begann aber eine Robbe, ihr Summen nicht nur zu imitieren, sondern legte eine Show hin, die selbst Freddie Mercury beeindruckt hätte. Jedoch geriet nun die extra für diese Kegelrobbe einberufene Präsentation zur Farce. So war ihr Auftritt nur wenige Minuten lang, bis sie mit einem Talk to the Flosse because the Robbe is not listening wieder in ihr Wasserbecken sprang, das nur mit Leitungswasser gefüllt war. Was für eine Diva! Ein echter Star hätte ein Becken voller Pellegrino genommen. Washington. Dass ein Schulausflug anders ablaufen kann als früher bei uns, konnte man bei einer Klasse einer katholischen Schule aus Baton Rouge im US-Bundesstaat Louisiana miterleben, die zusammen mit ihrem Lehrer einen Ausflug in die Hauptstadt der USA machte. Dabei wurde jedoch ihr Lehrer abends in Washington festgenommen. Und nicht an der Eismaschine im Motel, weil er Eis klauen wollte, sondern in einem nahegelegenen Stripclub mit dem passenden Namen Archibald's Gentleman's Club. Der Lehrer hatte sich im Archibald Gentleman Club, 2,3 Sterne bei Yelp, geweigert, für einen erfolgten Lapdance zu zahlen und soll dann handgreiflich geworden sein. Und wenn diese Geschichte nicht schon abstrus genug wäre, wurde auch sein Begleithund in Handschellen abgeführt. Deshalb kann es sogar sein, dass der Lapdance nicht einmal für ihn selber, sondern für seinen Begleithund war. Natürlich wurde der Lehrer von der katholischen Kirche gefeuert und musste dann seine Dienstmarke und sein Klassenbuch abgeben. Noch zum Abschluss das Fake News Medium der Woche. Ist dieses Mal eindeutig das Blooms Deko Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Blooms Deko Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Dass ich ein großer Fan von Elfen bin, sollte spätestens jetzt bekannt sein. Und gerade die Elben sowie die Elfen in Herr der Ringe heißen, haben es mir besonders angetan. Vor allem
ist für mich Legolas der eigentliche Star der Herr der Ringe Filme. Als ich nun erfuhr, dass der Schauspieler ist Legolas, und dir sollte jetzt schon klar sein, wo uns dieser Gag führen wird, dass der Schauspieler des Legolas, Orlando Bloom, nun ein eigenes nach ihm benanntes Deko-Magazin herausbringt, war ich sofort Feuerpfeil und Flammenbogen. Und was soll ich sagen? Blooms Deko-Magazin ist wohl die beste Adaption des Legolas seit den Filmen der Herr der Ringe-Reihe. Ich wünschte mir sogar, dass die Filme jemand in mindestens 9 Büchern niedergeschrieben hätte, damit dann dieses Magazin diese 9 Bücher in Grund und Boden basteln würde. Blooms Deko-Magazin lässt Game of Thrones aussehen wie Ghost Rider 3, das Taschenbuch. Deshalb sei niemals gewarnt, Blooms Deko-Magazin, die dunkelgrüne Lately Alben Newskarte an dich und du stehst ab sofort auf meiner persönlichen Weihnachtsliste. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere sind nur Fake News.